Das war einfach auch so eine kleine Maschine. Wenn er einen guten Tag hatte, wusste ich auch, wenn ich gut reite, dann macht er seinen Job und geht 0. Es sei denn, ich mal irgendwas Komisches, dann passiert vielleicht mal was. Aber eigentlich, wenn ich gut geritten habe, ist er fast immer 0 gegangen. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo Ina, willkommen zurück zu einer neuen Folge Stempelhengste. Hallo Lynn. Ja, wir waren mal wieder im Oldenburger Münsterland. Da zieht es uns häufig hin, ja. Liegt vielleicht darin, dass es da die besten Pferde gibt. Genau. Teilweise. Proteststürme. Nein. Wir waren bei Böckmann, beziehungsweise du warst bei Böckmann und hast mit Gilbert Böckmann gesprochen über einen Hengst, der seine eigene Karriere auf jeden Fall sehr stark beeinflusst hat. Ja, das war auch wieder eine Zeitreise. Der Hengst kommt ja aus den 80er Jahren. Er ist geboren auf dem Hof bei Böckmann. Und wir reden über einen Fuchshengst. Ja, 4-mal weiß, wunderschön anzusehen. Also ein bunter Fuchs. Und sein Name ist Cordalmé Z. Ganz genau. Von dem legendären Cor de la Brière, wo wir auch viele Anfragen bekommen über unseren Podcast, dass wir doch auch mal ein Porträt über ihn machen sollten. Aber wir sprechen ja nun erstmal über seinen Sohn. Ganz genau. Und ja, Gilbert Böckmann hatte einiges zu erzählen, war auch in der Nacht seiner Geburt mit dabei und hat ihn bis zu seinem letzten Tag begleitet. Und ja, hören wir doch mal rein, was er dir so erzählt hat. Das machen wir. Cordalmé, beschreib ihn. Wie hat er ausgesehen? Cordalmé kam zur Welt bei uns zu Hause. Mein Vater hatte die Stute gekauft, damals von Herrn Zankersheide, wie heißt der noch? Daher Melchior. Ja. So wurde er hier geboren. Das war ein Cor de la Brière, der eigentlich nur braune machte. Eine braune Stute, die Mutter. Alexa, und da kam ein buntes Fuchsfohlen raus mit 4 weißen Füßen und ganz weißem Gesicht. Da waren wir natürlich alle so ein bisschen, da haben alle gedacht, kommt ein Brauner oder ein Schimmel oder was, aber nicht so ein bunter Fuchs. Das war unser erst alles ein bisschen, schön bunt, süß und bunt. Warst du dabei in der Nacht? Ja, Nacht? waren wir dabei, ja. Und dann, genau, dann geht es ja irgendwann drum, dann steht so ein Fohlen in der Box, alle Herzen schmelzen dahin, vermutlich selbst auch bei euch, obwohl ihr das jeden Tag in der klar, auf jeden Fall, ne? Zuchtsaison erlebt. Und dann musste ein Name her. Da musste ein Name her. Ja, und dann, der Name musste nachher zur Körung zweijährig, ne? Vorher hieß der Sohn von Alexas Sohn. So, da musste ein Name her. Mit C gab es damals ja schon viele Namen. Und da haben wir irgendeiner, Mama, Papa, ich weiß gar nicht wer, oder hat mein Bruder Tönne überlegt, ja, Cordalmé, da weiß jeder, wie er abstammt. Corda aus einer Almee-Mutter. So kam der Name Cordalmé zustande. Mhm. Und dieses Z ist später gekommen, weil wir hatten den geritten, dann ist er gekürt worden, zweijährig. Das weiß ich noch, da haben wir Freispringen gemacht, haben wir bei uns in der Halle hier Freispringen gemacht. Die Bande ist vielleicht 1,25 Meter hoch. Mhm. 1,20 Meter sprang er super frei, machst du 1,25 Meter. Keine Chance, sprang er keiner rüber. Machst du wieder auf 1,20 Meter, wie 10,0. Das war wirklich hier und in Fecht haben wir das gleiche nochmal gehabt. So weit, er wollte einfach nicht höher freispringen. Ja, aber das ist natürlich toll. Wir sind jetzt schon ziemlich weit, aber also er ist geboren und dann ist er hier auch aufgewachsen. Das heißt, die werden abgesetzt, kommen dann irgendwo in die Herde und dann guckt man da manchmal hin und denkt sich, wie immer, bei Jährlingen so, oh Gott, wie sieht der denn aus? Ja, struppig und klein und verwachsen und dann irgendwann wachsen sie zurecht. Genau. Wann habt ihr genauer hingeschaut? Ja, jedes Jahr hingeguckt und dann Anfang zweijährig haben wir so angefangen zu sortieren, holen wir sie rein, dann auf so einen Laufstall rauf, gucken, was Hengst werden kann und nicht. Und er bewegte sich eigentlich gut, war ein großes Pferd, nicht ein großes Pferd, dafür er war selber nachher 1,66 vielleicht. Aber der hatte auch was, der guckte einen immer an, auch in der Herde, der war nie erstes Pferd, stand immer an 2. oder 3. Stelle, aber er guckte einen immer mit einem großen Auge an. Da habe ich damals schon gedacht, irgendwie, der hat auch irgendwas. Mhm. So, und sind wir angefangen zu arbeiten, dann ist er gekürt worden, zweijährig. Dann ging es mit dem Freispringen los, was ich gerade schon erzählt hatte.
Ja, und dann sind wir angefangen vierig zu reiten. 5-jährig zu reiten, 4-jährig habe ich gedacht, oh ja, nettes Pferd, das springt mal 1,20 Meter oder 1,10 Meter, gut. Wer hat das sich so angestellt? Also warst du der Erste, der drauf gesessen hat? Ja, habe ich mit angeritten. Und wie war das? Gut, weil das sind ja auch besondere Momente, Er war so ein bisschen maulig. Er wusste so ein bisschen Kurde Maul hatte er. Wollte er nicht vorwärts? Nicht vorwärts, nicht rückwärts, so ein bisschen Wursthals hatte er als junges Pferd natürlich auch noch. So sehr cool abgedrungen. So, aber sobald er eine Stange sah nachher, da wollte er einfach rüber. Wollte springen. So, aber dann haben wir einen 4-jährig geritten, habe ich gedacht, ja nett. 5-jährig auch nett. Dann 6-jährig M-springen. Gekürt wurde ein Fechter? Gekürt wurde ein Fechter, ja. Und was haben die da gesagt? Also was ist dir hängen geblieben? Ja, was hat da für einen schönen Bund? So, was mir noch hinterher noch rein, was hat da für einen schönen Bund? Ja, und dann sind wir angefangen mit ihm 4-jährig geritten, 5-jährig. Da ist er mir 5-jährig, glaube ich, München auf dem Bundeschampionat oder 6-jährig. Da bin ich nicht mehr durch Dreifach gekommen. Der war steil, Ochser, glaube ich. Oder vorne mit einem Galopp, hinten mit 2. Da ist er vorne mit 2 Galopp und hinten mit 3 Galopp. Vermögen haben wir gedacht, so war es. 6-jährig, sondern 7-jährig. Und dann ab 8-jährig auch eins der Knoten geplatzt. Da habe ich die ersten S geritten, oder 7-jährig auch, ja. Und dann ging es einfach los mit dem Bock. Dann bin ich Weltcup-Finale geritten, dann ist er Aachen Großpreis gegangen. Aber hätte mir das einer gesagt, 4-jährig, der springt mal einen Aachen Großen Preis oder geht Weltcup-Finale in Genf, hätte ich gesagt, ihr spinnt. Verrückt. Aber er wollte einfach darüber. Ja. Egal, was du ihn hingesetzt hast, der war nicht guckig am Wasser, ob da eine Mauer grün oder gelb war. Der wollte einfach, musste sein Grundtempo haben, aber er wollte rüberspringen. Aber 4-, 5-jährig hätte ich das nicht sagen können. Oder eigentlich keiner. Ja, das ist ja oft so, dass wenn man den Pferden Zeit gibt, auch gerade im Springsport. Genau, und die da reinwachsen. Und es war natürlich auch toll, dass der Hengst hier geboren ist, immer sein Umfeld hatte, euch als Bezugsperson mit dir ja die Welt gesehen hat. Ihr seid ja viel rumgereist. Ja. Was für Rituale gab es? Hattest du sowas mit ihm? Ja, die ersten Zeit mussten wir immer, so wenn es nach Schweden mal ging, nach Göteborg oder in der Schweiz oder nach Frankreich hier, nach La Baule. Du musstest doch die ersten Reisen, hatte er immer einen Tag Fieber. Komischerweise. So, das haben wir nach 2, 3 Turnieren rausgehabt. Sind wir einfach einen Tag früher losgefahren. Hat er immer einen Tag ein bisschen erhöhte Temperatur gehabt. Die waren aber nach dem zweiten Tag weg. So, das war eigentlich das beim Reisen. Sonst konntest du ihn hinstellen auf dem LKW, du wolltest, auch neben der Stute. Das machte dem auch nichts. War auch nicht angenehmer Reise. Stellte sich hin und reiste. Bloß das mit dem Fieber, das haben wir gut. Das haben wir gelernt, also wäre man nachher einen Tag früher weggefahren, dann ging es auch. Ja, und dann Wettcheck und alles okay am nächsten Tag. Ja. Wahrscheinlich Aufregung oder kann man nicht erklären. Ja, gibt ja welche, die, obwohl er noch äußerlich auf dem Transport nie, irgendwie gibt ja welche, die unruhig sind, die kratzen und hin und her laufen auf dem LKW oder unruhig stehen. Aber der stellte sich drauf, wupp, fertig. Aber das mit dem Fieber weiß ich jetzt noch. Das war auch bis zum Alter, 14, 15 nachher noch. Und hattet ihr Rituale, wenn es Nullrunden gab? Also hier Alice von Simone Blum kriegt ja immer ihre Mangos bei jeder Nullrunde. Gab es sowas bei euch? Gab es bei uns nicht. Zucker, vielleicht ein bisschen mehr Zucker wie sonst auch. Ja. Ne? Werbung. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Happ und Ludger Beerbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben. Also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 € und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge. Ja. Und dann sprach sich das langsam rum. So, ja. Mensch, Böckmann, die haben guten... Und dann wurde er dann... ja, im Grunde auch Stempelhengst. Ja. Erinnerst du dich an die ersten Fohlen? Ja, das hat bei ihm aber lange gedauert, nicht bei Landadel, der direkt gedeckt als junges Pferd. Bei Cordamé kam das erst nach dem Sport, also 5, 6, wo die ersten Leute gesehen haben. Da fing er eigentlich an, richtig zu decken oder angenommen werden als Deckhengst. So.
als er 3-4 war, kleiner, bunter, ja, springt nett und da hat er wenig gedeckt. Aber nachher, als er natürlich im Sport kommt, je moderner er oder populärer er wurde, 7-, 8-jährig, nachher natürlich im Fernsehen, das hilft natürlich nachher auch. Mhm. Ne? Und dann kamen die Leute, haben euch die Bude eingerannt. Ja. Cordalmé Z ist 1986 im Zuchtstall von Anton Böckmann in Lastrup geboren. Der Fuchshengst von Cor de la Brière aus einer Almé Z-Mutter zählt zu den erfolgreichsten Springvererbern. 1988 erhielt der Oldenburger in Oldenburg die Körung und qualifizierte sich zweimal für das Finale der Bundeschampionate. 1994 wurde er Zweiter im Großen Preis von Aachen und stand 1996 sogar auf der Shortlist für die Olympischen Spiele in Atlanta. Der Hengst wurde bis 1998 von Gilbert Böckmann im Sport geritten. Seine eigene Lebendgewinnsumme liegt bei knapp 129.000 Euro. Zu seiner Nachkommenschaft zählen 13 gekörte Söhne und 161 eingetragene Zuchtstuten. Die Nachkommenleistung im Sport beläuft sich auf knapp 2 Millionen Euro. Im Jahr 2000 gingen 2 Cordalmé Z-Nachkommen bei den Olympischen Spielen in Sydney an den Start. Böckmanns Cordalmé Z, wie er im Sport offiziell hieß, starb im Jahr 2010. Gab es Dinge, die er gehasst hat, wenn du in den Parcours eingeritten bist mit ihm? Nee, eigentlich gar nicht. Das war einfach auch so eine kleine Maschine. Wenn er einen guten Tag hatte, wusste ich auch, wenn ich gut reite, dann macht er seinen Job und geht 0. Es sei denn, ich mal irgendwas Komisches, dann passiert vielleicht mal was. Aber eigentlich, wenn ich gut geritten habe, ist er fast immer 0 gegangen. Ja. Und hattet ihr auch sorgenvolle Zeiten? Also gab es Verletzungen mal? Nee, Verletzungen nicht. Ein Jahr hatten wir mal ein Problem, er hatte so einen weißen Fuß, das Problem mit der Mauke gehabt. Okay. So, und der Mauke ist ja heute, ist das wieder ein paar Jahre ganz weg, aber im Moment hörst du das auch in jeder Ecke wieder. Letztes Jahr hatten wir es viel im Stall. Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Es kann auch keiner genau sagen, wo es herkommt. Und ich weiß, ich habe letztes Jahr nur einen Fall gehabt, der hat ewig Mauke gehabt, auch ein Hengst. Dann hat mir ein alter Bauer gesagt, schmeiß mir auf eine nasse Weide. Ich sage, wie nasse Weide? Ich sage, muss doch trocken sein. Habe ich den letztes Jahr im Juni an so eine Moorweide geschmissen bei uns, bis September. Der hat mir genäht und gelasert und alles versucht. Den haben wir im September, Oktober reingeholt, weg. Und nie wieder gehabt. Haben wir ein halbes Jahr geritten, haben jetzt mit nach Spanien gehabt, dieses Jahr danach verkauft. Nie wieder was gehabt. Ja, also die alten Züchter mit ihren guten Tricks. Ne? Und da hatte er, das war ein Jahr Probleme. Der ein Fuß hatte ein bisschen Mauke gehabt, und sonst haben wir eigentlich... Ich bin vorhin einmal bei euch auch durch den Stall gelaufen, stand dann auch drauf bei einem Futter, kriegt noch eine halbe Flasche Malzbier jeden Tag. Ne? Ja. Altes Rezept für gute Hufe. Gut für Hufe. Ja. Das Alte ist meist das Beste. Ja, die Tierärzte wollen uns alles Gute verkaufen, ist ja auch gut, aber die wollen auch Geld verdienen, aber ich glaube, was da drin ist, wissen wir sowieso nicht. Und Malzbier, das hat eigentlich schon geholfen. Und als Cordalmé Z die ersten Fohlen dann gemacht hat, was war dein Eindruck? Also man guckt natürlich die Nachzucht besonders an und worauf habt ihr da geachtet? Er hat es eigentlich langbeiniger gemacht, wie er selber ist. Gut, und die Züchter natürlich auch mit den Landaltstuten passt das dann ja gut, weil die langbeiniger waren. Hat auch schon mal einen kleinen gemacht, aber die meisten hat er langbeinig und mit unheimlich viel Galopp und Selbstbewusstsein gemacht. Und irgendwann kommt doch der Punkt, auch wenn du mit ihm gerade erfolgreich startest, dann kommen die Kaufinteressen. Jemand ruft an und sagt so, hier, dickes Scheckbuch auf den Tisch. Genau. Und das hatten wir auch in Genf, im Weltcup-Finale, habe ich meinen Vater angerufen. Ich sage, Vater, wir können viel Geld dafür kriegen. Willst du reiten oder willst du verkaufen? Das war die Antwort, die ich gekriegt habe. Schlau. Da konnte ich entscheiden. Ich sage, willst du reiten oder verkaufen? Was willst du? Und wie du dich entschieden hast, wissen wir. Ja. Zeitlebens blieb Cordalmé bei euch auf dem Hof. Ja. Und wie alt ist er geworden? 23, 24. 24, ja. Und wie waren seine letzten Tage? Gut, ist er ja alt geworden. Was jetzt genau hatte, weiß ich gar nicht. Im Sport ging er ja bis 98, glaube ich. 98, ne? Ja. Und dann habt ihr ihn rausgenommen? Rausgenommen, weil auch alt war er auch nicht mehr. Was soll ich denn hier ländlich reiten? Irgendwann ist Zenit, wenn die immer 1,60 Meter gehen müssen und immer ins Eingemachte gehen, ist es auch irgendwann, merkst du es ja auch als Reiter. So, nur als Drittpferd, das hat er auch nicht verdient. Wie gesagt, lassen zu Hause.
hier auf seine Weide gelaufen, noch ein bisschen gedeckt, und dann ist er gestorben. Und der Tag, als er gestorben ist? Ja, war natürlich nicht gut. Nicht der Tag, die ganze Zeit danach. Ne? Also mit einem so einem wächst du ja auch. Der kommt ja mit dir groß. Und das war ja auch ein Teil meines Lebens, meines Reiseslebens, Cordon Bleu. Gegen Cordon Bleu bin ich auch so in den Sport reingekommen, sonst hätte ich das Pferd nicht gehabt, hätte ich es auch nicht geschafft. Weil ein Reiter ist nur so gut wie das Pferd. Und ohne Pferd kann der Reiter nichts. Und es hat natürlich auch eure Deckstation international alles bekannt gemacht. Ja, also schon auch der Schlüssel zum Erfolg, auch für dich persönlich. Ja, 100%. Was hatte er denn? Hat eine Art Kolik nachher, aber so richtig Kolik, wenn ich so ehrlich bin, weiß ich es auch nicht. Kolik, und dann sagt der Tierarzt, aber noch eine Klinik gehabt, Dr. Schläger, der ist auch verstorben. Und dann kam er auch nicht mehr hoch richtig, ob er eine Hüfte hinten was hatte, genau haben wir es auch nicht. Wir haben ihn auch nicht noch auf den Kopf gestellt und nochmal operiert oder was weiß ich. Und er wollte dann auch, konnte es auch merken, weil wir kannten ja, der ist 24 Jahre alt geworden hier. Du hast gemerkt, er wollte nicht mehr. Am Ende unserer Gespräche fragen wir immer nach den 3 Eigenschaften, die du Cordon Bleu, also deinem Stempelhengst, zuordnen würdest. Welche sind es bei ihm? Spannendes Feuer, Herz ist gut und doch selbstbewusst. Vielen, vielen Dank, Gilbert Böckmann über Cordon Bleu Z. Ja, toller Hengst und auch wieder ein Hengst, der eigentlich erst ein bisschen später seine Qualitäten gezeigt hat und in jungen Jahren noch gar nicht so aufgefallen ist als der Spitzenvererber. Ja, also man sieht es dann ja bei der Nachzucht, aber ich finde es auch mal spannend in den ganzen Gesprächen, also diese Details, die wir erfahren. Ne? Ich meine, ein Pferd mit Mauke auf eine nasse Marschwiese zu stellen. Ja, wieder so eine alte Züchterweisheit irgendwie, unglaublich. Ja, man würde ja irgendwie nur dran ans Trockenhalten denken eigentlich, aber fand ich interessant. Und dass wir auch immer Fieber bekamen auf Reisen, also... Ja. Total spannend. Lustige Eigenart. Auch interessant, also wenn jemand einen Nachkommen hat, der ähnliche Probleme mit sich bringt, wir würden uns freuen, wenn es da noch Anregungen gibt, beziehungsweise Feedback von Leuten, die vielleicht ähnliche Erfahrungen mit ihren Cordon Bleu Z-Nachkommen gehabt haben. Ja, immer her damit, genau. Ja, wir haben ja in der letzten Folge, in der Weltmeier-Folge, ein kleines Gewinnspiel gestartet. Das läuft auch weiterhin. Und zwar ging es da um eine Informationen aus der Totilas-Folge, die ihr uns mitteilen sollt per Mail. Alles Weitere dazu steht auch nochmal dann in den Shownotes, aber ja. Bis Ostermontag könnt ihr mitmachen, ne? Genau. Schickt eure Antworten per Mail einfach an podcast@paragon-verlag.de. Ja, und Ina, du kannst ja die Frage nochmal stellen, die wir nochmal wiederholen. Was ist für ein besonderes Erlebnis geschehen vor der Box von Totilas? Ganz genau. Ja, und um die Zeit zu überbrücken, können wir euch ja jetzt schon mal verraten, wer in 2 Wochen der Star unserer Folge ist. Diesmal gehen wir in ein ganz neues Zuchtgebiet, nämlich in die Trakehnerzucht. Genau, und es geht um Caprimond. Den Trakehner schlechthin. Der legendäre. Also wenn man so an Trakehnerzucht denkt und an die Veredelung auch der Warmblutzucht, dann ist das natürlich ein Name, der nicht fehlen darf. Und ganz spannend, er stand ja nahezu zeitlebens, also ab Junghengst, auf dem Klosterhof Medingen bei der Familie Wahler. Ja, und ist da auch zu einem echten Familienmitglied geworden. Das wurde uns ja von unseren Gesprächspartnern mehrfach bestätigt. Am eindrucksvollsten, können wir vielleicht schon mal vorab verraten, ist ein Foto, das die Familie Wahler zeigt, nahezu vollständig, mit dem Hengst zusammen, also mit Caprimond im Wohnzimmer. Ja. Das Pferd steht im Wohnzimmer. Unfassbar. Also ja, seid auf jeden Fall gespannt. Das wird eine ganz tolle Folge, glaube ich. Und ja, bis dahin folgt uns, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen und schickt uns auch immer gerne euer Feedback. Und freut euch auf Caprimond. Das wird ein Highlight. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Tschüss. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.